und herzlich willkommen zu Instant Shredding. Mein Name ist German Schaus und heute werden wir uns mit der Mollpentatonik befassen. Ja, jetzt kein Augenrollen, die Mollpentatonik. Einer der häufig benutzten Skalen im Pop und Rock und sie hat noch jede Menge gute und neue Klänge zu spielen. Die Licks und Ideen, die ich hier in der Kolumne habe, sind alle in Fis-Moll. Und das ist auch normalerweise der übliche Denkensweg. Die Mollpentatonik für die meiste Anwendung in Pop und Rock wird immer als natürlich Moll bezeichnet. Natürlich gibt es verschiedene Sachen wie die Dur-Pentatonik, die auch natürlich relativ zur Mollpentatonik ist und in verschiedenen anderen Stilistiken dann auch dazu benannt wird. Wir sind hier in Fis-Moll und die Noten der Fis-Moll-Pentatonik sind Fis, A, H, Cis und E. In jeder Dur- oder Molltonalität haben wir eigentlich 3 verschiedene Pentatoniken zur Verfügung. Die sind auf der 2., 3. und 6. Stufe in Dur oder auf der 1., 4. und 5. Stufe in Moll. Weiterhin ist natürlich auch anzumerken, dass in der natürlich Mollpentatonik der Tritonus der Dur- oder der Mollskala nicht vorhanden ist. Deswegen ist es ein wenig einfacher mit der Mollpentatonik einfach so durch verschiedene Akkordfolgen durchzuspielen, ohne irgendwie große Probleme zu haben. Wenn man die Pentatoniken auf der 2. und 3. Stufe nimmt, wird jeweils eine Note des Tritonus noch dazugefügt. Wir müssen natürlich die Pentatonik neu angehen. Nicht, dass wir neue Noten erfinden oder irgendwas anderes, aber natürlich müssen wir von dem traditionellen Lagenspiel mit den verschiedenen 5 Positionen ein wenig weggehen und die ganze Sache neu zusammenrücken. Hierzu möchte ich dir vorstellen die 5 verschiedenen Box Shapes oder Shapes, die du aus der Pentatonik, aus den ersten 4 Noten der Pentatonik entwickeln kannst. Die werden dann in Oktaven verschoben. Weiterhin kann man noch eine extra Note, die 5. Note, jeweils auf die 2. Seite des Paares anlegen mit einem Slide oder sogar mit deinen Fingern. Und natürlich können wir auch die Pentatonik wieder organisieren auf 3 oder 4 oder 2 Notengruppen pro Seite, die dann in Oktaven verschoben werden, zum Beispiel von der A zu der G zu der E-Seite, und natürlich sind die gleichen Positionen auch erhältlich auf der E, D und H-Seite. Das ermöglicht uns verschiedene neue Klänge aus dieser Skala herauszulösen. Also hier sind erstmal die 5 verschiedenen Shapes und die angehangenen Noten. Und hier sind die oktav verschobenen 3 oder 4 oder einfach nur 2 Noten Ideen. Und hier ist noch eine weitere Idee, wo wir 3 Noten und eine Note in einem Saitenpaar nehmen und das dann über die Gitarre, über das Griffbrett legen und halt auch dann eben Sweep Picking oder auch sozusagen Economy Picking hier benutzen können. In den Beispielen spiele ich erstmal das Lick langsam, ohne Begleitungsmusik, und dann spiele ich das Ganze im Kontext mit dem Backing Track.
Also, wie üblich, selber ausprobieren, ein paar neue Ideen vielleicht drüber spielen, Licks rausschreiben und natürlich einfach nur kreativ sein. Es gibt da wirklich keine Limitation. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Instant Shredding.